Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich lasse uns heute wählen, einfach so, weil mir danach ist. Und wir schauen, welche Botschaft wir kriegen. So, dabei belassen wir es. Sucht euch eine Seite aus. Ich lege es mal schöner hin. Ich kann mich mal wieder nicht entscheiden. Ich wollte erst rechts, jetzt tendiere ich zu links. Ich bleibe bei rechts. So, wir schauen erstmal, was wir haben. Wir haben den aufsteigenden Bergnebel mit den höheren Weihen. Wir haben das Wildblumenwunderland mit dem Thema Fülle. Wir haben den Fasan mit dem Thema Wohlstand. Und wir haben hier etwas sehr Schönes. Für einige ist es das Klären einer beruflichen Situation, Neubeginne im Beruf, die hier unter einem guten Stern stehen. Für die anderen haben sich irgendwelche Sachen gut ausgezahlt, die sie sich erarbeitet haben, möglicherweise Wunden aus der Kindheit, Dinge mit Kindern, möglicherweise viele kleinere Bereiche, oder man hat sich etwas erarbeitet, was einem tatsächlich so ein bisschen Glück und Klarheit ins Leben bringt und mehr Stabilität. Schauen wir uns die Themen mal dahinter an. Was möchte uns der Bergnebel sagen? Hier ist wahrscheinlich eine Situation, wir haben hier die Klarheit und das Glück, wo wir noch nicht so richtig durchblicken. Aber die Karte zeigt auch an, dass wir trotzdem hier im Nebel oder umgeben von Nebel auf irgendeinem Berg ganz große Anbindung haben an die geistige Welt, an die spirituellen Hüter, die Wächter und auch die Ahnen. Da ist man unterstützt, da darf man sich angebunden fühlen, da ist das spirituelle Wachstum enorm groß und auch schnell. Und egal, was man jetzt schon davon erkennt oder nicht, man ist auf dem richtigen Weg, man vertraut sich selber, auch seinen eigenen Gefühlen. Man vertraut vielleicht auch dem, was man fühlt, sehr viel mehr als dem, was man nicht mit den Augen sehen kann. Also dieses Angebundensein ist hier enorm. Da kann einen keiner täuschen, da ist man bei sich. Und es sind auch unerwartete Richtungen, die wir jetzt noch nicht erkennen können. Aber wir haben hier die Fülle. Und die Wildblumen, die passen hier auch ungemein gut dazu, denn die werden nicht bewusst irgendwo hingepflanzt, sondern die werden ja hingetragen. Und das ist so, auch wenn du die Sachen noch nicht siehst, es kommt hier irgendwo eine Blume, die niemand bewusst gepflanzt hat. Und alles um einen rum blüht auf. Man öffnet sich und zum Empfangen auch, ne? Man hat hier etwas, was man sich erarbeitet hat, in kleineren Teilen auch vorangebracht. Und da ist so ein Wunsch auch, dass man nicht vertrocknet, sondern dass man gedeiht und dass alles, was man braucht, ob das jetzt Geld, Energie, Zeit oder Liebe ist, grenzenlos für einen verfügbar ist. Aber man darf da auch aktiv werden, freigebig sein, großzügig sein, dankbar sein für das, was wir besitzen, und dann wird es sich auch vermehren. Und ja, da brauche ich eigentlich nicht mehr so viel sagen mit dem Fasan, das ist die Wohlstandskarte.
Und der Fasan kündigt einfach eine Phase von Wachstum und Versorgung bei allen irdischen Angelegenheiten an. Da geht es ein bisschen auch um die Gesetzmäßigkeiten und auch um verwaltungstechnische Dinge, durch die man sich irgendwie durchboxt. Und man lernt hier in seiner ganzen Größe zu leben, seine Talente zu präsentieren, das Beste zu erwarten. Und man wandelt auf fruchtbarem Boden. Man kann alles umsetzen, was man möchte, oder neu auf die Welt bringen. Und was ja auch ganz wichtig ist, dass wir die Kräfte der Erde verstehen. Möglicherweise darf der ein oder andere, das könnte so ein Kindheitsding sein, sich noch mehr zeigen, die ganze Pracht zeigen, die ganzen Fähigkeiten. Und man braucht das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und anschließend darüber weinen, dass einen keiner wahrnimmt. Ne? Ja, zeigt euch der Welt, erwartet das Beste. Hier ist sehr viel Fülle vorhanden, auch auf eine Art und Weise, wie wir jetzt nicht damit rechnen. Und die ist hier so, dass sie sehr viel Gutes manifestiert, auch längerfristig zu einem Erfolg führt. Okay, gucken wir uns die andere Seite an. Bin ich froh, dass ich bei dieser geblieben bin. Ich glaube, die andere kann nicht toppen. Ihr habt hier den Wirbelsturm und das Vorangehen. Ja, hier ist ein Durcheinander, das euch aufscheucht, irgendetwas zu verändern oder einen nächsten Schritt zu planen. Ihr habt den Pfau mit dem Thema Vollendung und ihr habt hier das Thema Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, Treue, Loyalität. Der eine oder andere hat vielleicht hier auch so ein bisschen Liebeskummer oder etwas nagt am Herzen oder man schwingt so nicht in einem guten Gefühl, sondern man rutscht mal so, mal so. Wenn Durcheinander kommt oder ein Sturm die Dinge durcheinander wirbelt, dann ist man aufgeregt, weil man nicht das in der Hand hat, was man sonst greifen würde. Aber hier passiert es im Prinzip, um etwas zu vollenden und wo wir auch sagen, jetzt hat sich das so aufgeklärt, dass ich vorangehen kann oder auch will. Die Ausgangssituation, das sieht man hier auch mit dem Eulen, ist hier vielleicht ein bisschen Chaos, aber das Ganze dient eben dem Prozess. Lebensumstände, die durcheinander geraten sind oder wo etwas nicht mehr ist, wie es ist. Vielleicht ist auch irgendwo eine Notwendigkeit, weil man im Leben keine Bewegung drin hat, sondern da ist Stagnation oder Zähheit. Und der Sturm möchte eigentlich, dass wir wieder in die Gänge kommen. Dass Schwung in unser Leben kommt, dass wir vorangehen, dass wir nicht in Situationen verharren, weil wir vielleicht auch Angst vor der Veränderung haben. Dieses Chaos hier führt euch zur Produktivität zurück und zur Fruchtbarkeit, zur Liebe und auch zu Fülle und Erfüllung. Das ist hier mehr so auch im emotionalen Bereich. Lass dich nicht ablenken von anderen, von Dingen, die dir nicht gehören. Und es ist auch wichtig, dass du dir holst, was dir zusteht und das nicht einfach so anderen gibst, damit deine eigenen Bedürfnisse auch befriedigt sind. Das Chaos ist hier sehr ordnend, denn es ist dazu da, dass sich im Leben Dinge vermehren und intensivieren, die optimal sind. Also Zustände zu erschaffen, bei denen man tatsächlich optimale Bedingungen hat. Jetzt habt ihr hier den Pfau mit dem Thema Vollendung. Also Chaos, Durcheinander, Vorangehen, etwas vollenden. Das doppelt sich ein bisschen mit der anderen Seite, denn auch hier ist irgendwie die Angebundenheit groß und man blickt hinter die Sachen. Man verbindet sich mit den geistigen Reichen. Man versteht vielleicht auch, dass alles einen Plan irgendwo hat. Und wenn der Pfau ins Leben schreitet,
erinnert er an die Schönheit, an die Lichtreiche, an die vielen Möglichkeiten im Leben. Und möglicherweise kommt ja einiges hoch, weil man nicht die ganzen Möglichkeiten nutzt oder weil man in einer Situation verharrt, die eher ungut ist oder Stress mitbringt oder die ganze Schönheit nicht begriffen werden kann. Also es ist hier auch sehr tiefgründig, denn man fragt sich ja oft, warum, wieso, weshalb passiert jetzt mir etwas, und hier kriegst du die Antwort darauf. Hier sind an sich sehr wichtige Botschaften für euch für die nächste Zeit. Alte Angelegenheiten, die gelöst werden, und Frieden, den man irgendwo mit irgendeinem Thema kriegt, kann jetzt hier Liebe, Herzensangelegenheiten, Kinder, Freundschaften sein. Und hier ist sehr viel Befreiung dahinter. Und das freut mich enorm für euch. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis morgen.